Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute geht es mal wieder um einen vermissten Fall, allerdings ausnahmsweise mal nicht um einen Cold Case. Ich habe diesen Fall ausgewählt, der in der Aktenzeichen XY-Sendung vom 8.12.2021 dargestellt wurde, da es da ein paar neue Erkenntnisse in diesem Fall gibt. Und das geht auch so ein bisschen in die Richtung, die ich vermutet habe, als ich damals den Filmfall gesehen habe. Und zwar geht es um den vermissten Fall von Niels Hansen. Dieser verschwand am 20. Oktober 2020, also vor etwas mehr als 2 Jahren. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere auch noch an diesen Fall. Niels Hansen ist zu dem Zeitpunkt seines Verschwindens 47 Jahre alt und lebt in Hamburg. Er betreibt eine kleine Autowerkstatt etwas außerhalb der Stadt. So wurde es auf jeden Fall bei Aktenzeichen XY gesagt. Die Werkstatt befindet sich aber in Leetzen bei Bad Segeberg. Niels Hansen selber wohnt in Bergedorf. In der filmischen Darstellung wird erwähnt, dass Niels Hansen keinen Alkohol trinkt. Er hat einen großen Bekanntenkreis, gilt als beliebt und jemand, dem man nie wirklich böse sein kann. Er pflegt ein enges Verhältnis zu seiner Familie. Neben seiner Mutter hat er 2 Geschwister und eine 18-jährige Tochter. Sein jüngerer Bruder hilft ihm immer mal wieder bei kleineren Problemen mit dem Computer und dem Handy. In einer Darstellung des Filmfalls sind der jüngere Bruder, die Tochter und Niels bei der Mutter. Er bittet seinen jüngeren Bruder, die Ortungsfunktion in seinem Handy zu deaktivieren. Denn, so wie es dargestellt wurde, sagt er, er möchte wie ein U-Boot auf Schleichfahrt sein. Ob es diese Szene oder die Situation jetzt tatsächlich so gab und wann sie genau stattgefunden hat, das ist leider dort nicht vermerkt und konnte ich auch nirgendwo anders nachlesen. Seine Mutter fragt ihn dann, ob er irgendwie in Schwierigkeiten steckt. Er verneint dies und seine Mutter möchte einfach vermeiden, dass er wieder in irgendeinen Ärger gerät. Er sagt ihr aber, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Zusätzlich zu seiner Autowerkstatt betreibt Niels zusammen mit seiner Ex-Frau seit Ende 2019 eine Bar in Neu-Wulmsdorf bei Hamburg. Niels Hansen unterstützt seine Ex-Frau so gut es geht. Er fühlt sich verantwortlich für sie und die gemeinsame Tochter. Allerdings gibt es auch eine etwas andere Seite an Niels. Eine Seite, die ihn seit Jahren immer wieder in Schwierigkeiten bringt. Am 20. Oktober 2020 verließ Niels Hansen gegen 14 Uhr seine Werkstatt. Laut der Darstellung wird er sich damit einigen Personen treffen, die anscheinend Gras bei ihm bestellt haben und dies möchte er jetzt ausliefern. Wen genau und wie viele Personen er in den nächsten Stunden treffen will, ist nicht bekannt. Um 15 Uhr ruft Niels Hansen seinen Bruder auf dem Handy an. Das Gespräch dauert etwa 30 Minuten und endet etwa gegen 15:30 Uhr. Gegen 16 Uhr meldet Niels sich dann, wie versprochen, telefonisch bei seinem Kumpel. Er teilt ihm mit, dass er noch kurz in seine Wohnung muss und danach zum Campingplatz fährt und sich später erneut meldet. Von seiner Wohnung in Bergedorf bis zum Campingplatz in Güster am Prüssensee im Herzogtum Lauenburg sind es rund 40 Kilometer. Laut den polizeilichen Ermittlungen kommt er dort kurz vor 17 Uhr an und verlässt diesen Campingplatz Hinweisen zufolge gegen 20 Uhr und danach verliert sich seine Spur. Gegen 18 Uhr schickt ihm seine Mutter eine Nachricht aufs Handy. Auf diese Nachricht antwortet er, die weiteren Nachrichten von seiner Mutter werden ihm zwar zugestellt, aber von ihm nicht mehr geöffnet. Nur wenige Minuten später, genau von 18:09 bis 18:20 chattet er mit einer jungen Frau über Instagram. Wo er sich zu diesem Zeitpunkt aufhält, ist unklar. Am gleichen Abend erscheint ein Mann in der Bar
den er und seine Ex-Frau betreiben, und fragt nach Nils. Er gibt an, dass er mit ihm verabredet war und dass er nicht erschienen ist. Er hat auch mehrfach versucht, ihn anzurufen, aber das Handy war aus. Seit dem frühen Abend des 20. Oktober 2020 ist Nils nicht mehr erreichbar und seine Angehörigen melden ihn als vermisst. Ein paar Tage später, genauer gesagt in der Nacht auf den 26. Oktober 2020, gegen 1:45 Uhr, entdeckt ein Autofahrer einen brennenden SUV etwa 30 Kilometer vom letzten bekannten Aufenthaltsort von Nils Hansen. Dies war auf dem Parkplatz an der Geestachter Elbuferstraße nahe dem Pumpenspeicherwerk abgestellt. Das Fahrzeug muss sich zwischen dem Abend des 20.10. und dem 26.10. irgendwo anders befunden haben, denn laut Zeugenaussagen hat der Wagen vorher nicht auf diesem Parkplatz gestanden. Das Fahrzeug ist bei diesem Brand übrigens komplett ausgebrannt. Es konnten also keinerlei Spuren mehr sichergestellt werden an diesem Fahrzeug. Die Polizei findet bald heraus, dass es sich dabei um das Fahrzeug von Nils Hansen handelt. Und zwar um seinen Audi SQ5. Und nur wenige Wochen später übernimmt die Mordkommission den Fall. So, das war die filmische Darstellung bei Aktenzeichen Y. Die zuständige Kommissarin, die zugeschaltet wurde, sagte, dass nach allen Umständen und Erkenntnissen man davon ausgehen kann, dass Nils Hansen getötet wurde. Es gab zwar Zeugen, die ihn auch nach längerer Zeit noch gesehen haben wollten, die Polizei ist dem auch nachgegangen und diese Aussagen ließen sich aber nicht erhärten. Dieses Thema wird aber gleich nochmal neu aufkommen. Die Polizei schließt nicht aus, dass sein Tod mit seinem Grashandel zu tun hat. Weiterhin erwähnt die Kommissarin im Studio, dass Nils in den späten Nachmittag, frühen Abendstunden zusammen mit seinem Bekannten noch einige Kontakte im Raum Güster aufgesucht hat. Also diese Aussage der Polizeikommissarin hat mich jetzt so ein bisschen verwirrt, weil sowohl in der filmischen Darstellung als auch in allen anderen Artikeln, Medien oder wie auch immer, ist immer genannt worden, dass er am frühen Nachmittag, so gegen 14 Uhr, seine Werkstatt verlassen hat, da er einige Leute aufsuchen musste. Und dieser Bekannte, dieser Kumpel, der taucht öfter in dieser filmischen Darstellung auf. Und der war noch kurz bevor Nils dann losgefahren ist, bei ihm in der Werkstatt. Und dort hat Nils ihm gesagt, dass er jetzt leider wieder keine Zeit hat, weil er, wie schon gesagt, ein paar Leute treffen muss. Und in der filmischen Darstellung hat er diesen bekannten Kumpel, wie auch immer, ja um 16 Uhr noch angerufen, als er unterwegs war. Also es passt irgendwo nicht. Oder die Kommissarin hat irgendetwas ausgeplappert, was jetzt eigentlich so gar nicht an die Öffentlichkeit kommen sollte, dass er vielleicht doch nicht alleine unterwegs war oder ähnliches. So, wie ging es nach der Darstellung bei Aktenzeichen Y weiter? Gibt es da neue Erkenntnisse? Also erst einmal hat es Hinweise nach der Aktenzeichen Y-Sendung gegeben. Ich glaube, das waren so um die 10 Stück, aber die waren wohl alle nicht so zielführend, beziehungsweise haben jetzt wohl keine großartigen neuen Erkenntnisse gebracht. Es soll wohl dort jemand auch gewesen sein, der etwas Konkretes zu dem Verschwinden von Nils Hansen hat sagen können, aber dazu gibt es dann auch keine weiteren Informationen. Aber es kann natürlich auch sein, dass da ein Hinweis dabei war, der sehr hilfreich war, aber das wird jetzt eben nicht in der Öffentlichkeit so gesagt. Und dann habe ich bei meiner Recherche auf nordschleswiger.dk noch eine sehr gute zeitliche Chronik des Ablaufs gefunden. Dieser Artikel ist vom 10. Februar 2022. Also diese Chronik beinhaltet jetzt einmal den Ablauf seit seinem Verschwinden am 20. Oktober 2020 bis zum 9. Februar 2022. Und danach hat man wohl, so wie es aussieht, keine weiteren Spuren
die man verfolgen kann. Gut, fangen wir mal an mit der Chronik, da sind einige interessante Punkte da drin. Also am 20. Oktober 2020. Am frühen Nachmittag verlässt der damals 47-Jährige mit seinem Audi SQ5 seine Werkstatt in Leetzen in der Nähe von Bad Segeberg. Einige Stunden später, um 16:30 Uhr, trifft er auf einem Campingplatz, Blaue Lagune, im rund 62 Kilometer entfernten Güster im Kreis Herzogtum Lauenburg ein. Doch was dann geschieht, ist unklar und der Kernbestand der laufenden Suchen und Ermittlungen. Was Hansen auf dem Campingplatz genau gemacht hat, ist unklar. 21. Oktober 2020. Das Handy von Niels Hansen ist ausgeschaltet und er somit nicht mehr erreichbar. Seit dem 20. Oktober sei Hansen außerdem nicht mehr in sozialen Medien aktiv gewesen, wird die Polizei später mitteilen. Das sei ausgesprochen untypisch für ihn. Dazu muss ich jetzt wieder einwerfen, dass es ja diese Darstellung bei Aktenzeichen Y gab, dass ein Mann in die Bar kam und nach Niels gefragt hat und er dann auch sagte, dass er versucht hat, Niels anzurufen und das Handy ausgeschaltet war. Und in der Darstellung hat es dann die Tochter auch gleich danach nochmal versucht, weil sie es nicht glauben kann, dass ihr Vater das Handy ausgeschaltet hat. Und auch sie stellte fest, das Handy ist ausgeschaltet. Aber so die Darstellung suggerierte, dass das noch am gleichen Tag passiert ist. Also ebenso am 20. Oktober, dass er dann, dieser Mann, in der Bar abends war. Aber hier heißt es nun, dass es am 21. Oktober der Fall war und er nur seit dem 20. Oktober nicht mehr in sozialen Medien aktiv gewesen ist. Ja, und da habe ich natürlich ein bisschen recherchiert und habe dann sein Facebook-Profil gefunden. Und dann gibt es auf seinem Facebook-Account einen Post, den er natürlich nicht selber geschrieben hat. Ich denke mal, das wird dann jemand aus seiner Familie gewesen sein, der dann eben Zugang zu dem Account hatte. Und zwar ist dieser vom 1. November 2020. Und dies ist ein öffentlicher Post, den werde ich euch jetzt einfach mal komplett vorlesen. Niels Hansen wird vermisst. Seit Dienstagabend, den 20. Oktober 2020, um etwa 20 Uhr wird unser Niels vermisst. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort war der Campingplatz in Güster. Unterwegs war er mit einem grauen Audi SQ5. Wie der weitere Abend verlief, ist unklar. Einer Aussage zufolge hatte Niels geplant, an diesem Abend noch Richtung Lübeck zu fahren. Ein Spanier, also so hat der Mann sich genannt, dagegen hat berichtet, dass er mit Niels zum Abendessen verabredet war. Niels jedoch nie aufgetaucht sei. Gesichert ist, dass Niels Handy spätestens seit Mittwoch, den 21. Oktober 2020, ausgeschaltet ist. In seiner Wohnung und Werkstatt ist er seitdem nicht mehr gewesen. Da Niels und sein Handy eigentlich unzertrennlich sind und er sich sonst auch in den schwierigsten Situationen bei seiner Familie meldet, sind wir voller Sorge. So andere Beiträge kann man in dem Account kaum sehen, also nicht, was er zuletzt gepostet hat. Vermutlich hat er, so gehe ich mal davon aus, dann die Beiträge natürlich nicht auf öffentlich gestellt, sondern dass sie nur seine Freunde lesen sollten. Also auch hier wird dann dementsprechend bestätigt, dass er spätestens ab dem 21. Oktober auf dem Handy nicht mehr erreichbar war. Dann am 26. Oktober 2020 wird der Audi SQ5 brennend auf einem Parkplatz an der Elbuferstraße in Geesthacht entdeckt. Geesthacht ist von Güster rund 33 Kilometer entfernt. Wie das Auto an die Elbuferstraße kam oder ob Hansen es selber gefahren ist bisher offiziell unklar. Am 13. November 2020 wurde eine Vermisstenanzeige der Polizei Hamburg veröffentlicht. Er gilt mittlerweile seit über 3 Wochen als verschwunden. Zuvor habe der 47-Jährige aus Hamburg-Bergedorf Termine nicht wahrgenommen und keinen Kontakt mehr zu seiner Familie gehabt, heißt es damals.
Auch das sei ungewöhnlich, denn Hansen gelte als sehr zuverlässig. Am 17. Dezember 2020 veröffentlicht die Polizei Lübeck und die Staatsanwaltschaft in Lübeck ebenfalls eine Vermisstenmeldung. Hier heißt es erstmals, dass man ein Gewaltverbrechen gegen Hansen für möglich halte. Aufgrund der Gesamtumstände halten es die Ermittler für möglich, dass der 47-jährige Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist, teilte Dr. Ulla Hingst als Sprecherin der Staatsanwaltschaft damals mit. Außerdem starten am 17. Dezember 2020 umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei auf dem Campingplatz in Güster und im Elbe-Lübeck-Kanal. Konkret wurde nach einem Leichnam gesucht. Gefunden wurde laut der Polizei aber nichts. Es wurde eine Parzelle genau untersucht und umgegraben. Am 6. Dezember 2021 teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit, dass es noch keine weiteren Fakten rund um das Verschwinden von Hansen gibt. Man aber von einem Tötungsdelikt ausgehe. Es wird eine 5.000 € Belohnung ausgesetzt für die Personen, die Hinweise liefern, die zur Ergreifung von Tatverdächtigen führen, oder die Hinweise zu Beweisen liefern, die zur Ergreifung von Tatverdächtigen führen. Am 8. Dezember 2021 wird der Vermisstenfall in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst ausgestrahlt. Am 9. Dezember 2021 vermeldet die Polizei, dass nach der Sendung zahlreiche Hinweise eingegangen seien. Am 7. Februar 2022 beginnt die Polizei mit dem Versuch, nochmal eine Fährte des Vermissten aufzunehmen. Man startet mit Mantrailern am Campingplatz in Güster. Am 8. Februar 2022 sucht die Polizei mit Spürhunden in Schwarzenbeek nach Hinweisen und Spuren in dem Vermisstenfall. Ob es dabei konkrete neue Erkenntnisse gab, ist von der Polizei noch nicht kommentiert worden. Am 9. Februar 2022 wurde die Spurensuche mit Mantrailerhunden unter anderem in Geesthacht fortgesetzt. Laut Polizei führte die Mantrailer-Spur schließlich nach Bergedorf. Es ist der letzte Versuch, eine Fährte aufzunehmen, sagte eine Polizeisprecherin. Das sind die bis dahin dargestellten Fakten und Ermittlungsergebnisse. Allerdings gab es auf Bild TV noch ein paar weitere Informationen zu dem Fall. Allerdings möchte ich die jetzt hier zumindest zu einem Teil nur unter Vorbehalt nennen. Denn Nils Hansen scheint nicht nur ein bisschen mit Gras gehandelt zu haben. So wie es aussieht, gibt es oder gab es da noch andere Punkte in seinem Leben. Er hatte ein kriminelles Vorleben, unter anderem Autodiebstähle, weswegen er auch in Haft war. Und auf Facebook soll er diese Zeiten dann immer an seine Freunde als Urlaub verkauft haben. Ein Ex-Knacki, mit dem er wahrscheinlich zusammengesessen hat, soll gesagt haben, dass Nils ein Verräter ist und an die falschen Leute geraten ist. Und jetzt soll er bekommen haben, was er verdient hat. Und das ist jetzt für mich wirklich hier ganz klar unter Vorbehalt. Es hat in dieser Dokumentation dann eine Frau, die sich als eine Freundin von ihm ausgab, dass er Verbindungen ins Rotlichtmilieu haben soll. Und sie berichtete da dann, dass er sie mal auf die Reeperbahn eingeladen hat und er wäre dann zu seinen Frauen gegangen, also praktisch Frauen, die für ihn gearbeitet haben. Und die hätten dort ein Zimmer gehabt. Ob das jetzt nun tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Wage ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu bezweifeln. Vielleicht hat sich da wieder jemand ein bisschen zu weit aus dem Fenster rausgelehnt. Aber insgesamt, in welcher Struktur auch immer, erscheint irgendwie Kontakte dahingehend ins kriminelle Milieu zu haben. Und dort wurde dann auch noch darüber gesprochen, dass zum Beispiel diese Frau, die er mit auf die Reeperbahn da genommen hat,
auch ihn dann nach seinem Verschwinden nochmal in einem Auto gesehen haben will. Und es soll noch weiterhin Zeugen geben, die ihn auch nicht vor allzu kurzer Zeit irgendwo noch gesehen haben wollen. Und diese Doku ist vom August diesen Jahres. Also wie schon gesagt, er wird Kontakte ins kriminelle Milieu gehabt haben, auch weiterhin. Aber wie weitreichend die waren, ist natürlich eine andere Geschichte. Und ob er jetzt in dem Rotlichtmilieu tätig war, wie schon gesagt, ich wage es einfach zu bezweifeln. So, ich konnte dann halt dementsprechend noch mal rauskriegen, welche Bar er mit seiner Ex-Frau betreibt bzw. betrieben hat. Der letzte Eintrag auf der Facebook-Seite von dieser Bar ist vom 18. Oktober 2020, also 2 Tage vor seinem Verschwinden. Und die dort angegebene Webseite funktioniert nicht mehr. Es ist also fraglich, ob diese Bar noch offen hat. Und dann habe ich noch mal bei Google in die Bewertung reingeschaut. Da gibt es dann eine Bewertung vom Mai 2022. Und danach klafft dann eine ganz große Lücke. Und die nachfolgenden Bewertungen sind also circa 2 Jahre alt. Also circa vor dem Verschwinden waren dann so die anderen Bewertungen. Und ich habe dann auch noch mal in die Seiten gefunden, also die Facebook-Seiten von seiner Ex-Frau und seiner Tochter und eben dieser einen Bekannten bzw. Freundin, von der ich gerade eben gesprochen habe. Weiter wurde in dieser Dokumentation erwähnt, dass die Familie am Anfang nach seinem Verschwinden immer viele Suchposts gepostet hat und jetzt seit langer Zeit nichts mehr. Also das klang dann so ein bisschen wie so eine Anklage, muss ich ganz ehrlich sagen, aber darauf möchte ich nicht weiter eingehen. Also es wird dann in dieser Dokumentation die Frage gestellt, ob er vielleicht irgendwie noch lebt und dass er einfach nur untergetaucht ist. Und wahrscheinlich wollte man dann mit dieser Anmerkung, dass seine Familie jetzt nichts mehr postet, vielleicht unterstellen, dass die Familie genau Bescheid weiß, dass er nur untergetaucht ist. Also dass sie zumindest mittlerweile genau Bescheid weiß. Aber wie schon gesagt, erstmal glaube ich jetzt überhaupt nicht, dass er jetzt untergetaucht ist. Das macht irgendwie alles keinen Sinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube eher, dass er an die falsche Person geraten ist. Es kann natürlich sein, also der letzte Punkt, wo er ja gewiss Kontakt hatte oder gesehen wurde, ist dieser Campingplatz. So, jetzt müssen wir mal ganz logisch überlegen. Er ist ja mit diesem Wagen zu einem Campingplatz gefahren. So, dort ist gesichert, dass er dort war. Aber anscheinend ist nicht hundertprozentig gesichert, wann er dort gegangen ist. Ich glaube, bei Aktenzeichen Y wurde gesagt, bis 20 Uhr wäre er dort gewesen. Also es wäre auf jeden Fall gesichert, dass er bis 20 Uhr da gewesen wäre. Und anscheinend geht die Polizei davon aus, dass ihnen bei diesem Treffen auf dem Parkplatz oder auf dem Campingplatz, Entschuldigung, etwas passiert ist. Und das Auto, das ist ein Auto, was eigentlich auffällt. Und wenn du das auf so einem Campingplatz oder an einem Campingplatz abstellst, dann fällt das schon auf. Und das Fahrzeug muss ja dann irgendwann auch wieder weggekommen sein. Dann gibt es jetzt ja erst einmal laut diesem Post auf Facebook 2 Informationen. Einer sagte ja, dass Nils dann an dem Abend noch weiter nach Lübeck fahren wollte. Und ein anderer, dieser Spanier, sagte ja, dass er mit Nils an diesem Abend zum Essen verabredet war. Und dieser Spanier wurde auch in der Aktenzeichen Y-Darstellung erwähnt, dass er sich auf jeden Fall mit diesem noch treffen wollte. Meine Vermutung geht dahin, er ist ganz normal mit seinem Audi zu diesem Campingplatz gefahren. Dort hatte er ein Treffen. Bei diesem Treffen ist es zu irgendwelchen Meinungsverschiedenheiten, zu einer Streiterei oder ähnliches gekommen. Kann aber nicht besonders laut gewesen sein, weil es keiner mitbekommen hat. Und da man dort eine Parzelle umgegraben hat, oder ein Artikel sprach davon, dass dort gebaggert wurde, muss man also schon mal ganz genau wissen, mit wem er dort zu tun hatte, wen er dort aufgesucht hat.
Also gehen wir davon aus, dass es dort eine Meinungsverschiedenheit oder einen Streit gegeben hat. Oder ihm ist eine Falle gestellt worden, das kann natürlich auch sein. Und dass man dann mit ihm zusammen mit dem Audi weggefahren ist. Also ich vermute mal, dass er da noch freiwillig unterwegs war. Und dass man dann, wie schon gesagt, mit ihm irgendwo anders hingefahren ist. Das kann natürlich auch unter Zwang gewesen sein. Das kann man jetzt schlecht sagen. Und dass er dort, gehe ich mal ganz fest davon aus, getötet worden ist. Und man später dann den Wagen entsorgt hat durch das Verbrennen. Also ich glaube nicht, dass Nils Hansen noch lebt. Also die Leute, die ihn gesehen haben wollen, dazu muss ich jetzt eben sagen, wie soll ich es am besten ausdrücken? Also Nils hatte jetzt nichts sensationell Unverwechselbares an sich. Ja, das ist einmal der Punkt. Also schon, denke ich mir mal, wenn man weiß, dass er verschwunden ist und oder man später nach ihm gefragt wird, dass man dann sagen kann, ja, kann sein, dass ich ihn gesehen habe. Also wenn ich das Bild anschaut, dann wisst ihr, was ich meine. Allerdings ist mir noch eine Sache bei der Durchsicht auf seiner Facebook-Seite aufgefallen. Er wird beschrieben mit wenig und kaum Haaren. Das kann man auch auf diversen Fotos sehen, die er auf seiner Facebook-Seite gepostet hat. Und dann gibt es ein Foto von ihm selbst gepostet vom 13. Oktober 2020. Also ich gehe mal davon aus, dass er das sein soll. Und zwar hat er dort urplötzlich Haare. Und dort haben auch einige kommentiert, okay, du bist auf der Flucht und hast dich verkleidet? Oder ein anderer, ich dachte, du hast da oben gar keine Haare. Oder ist das ein Pfiffi? Ich meine, das ist schon ein merkwürdiger Zufall, so wenige Tage, also praktisch wegen eine Woche, bevor man verschwindet, so ein Foto zu posten. Weil ansonsten hat er in seinem Profil solche Fotos nicht, wo er mal irgendwas in der Richtung ausprobiert, wo er sich verändert, aber eben in der Woche zuvor. Von daher kann es auch sein, dass er verschwunden ist. Es ist also wirklich sehr, sehr schwierig zu sagen. Anhand dieses Fotos, wenn ich mir das so angucke, dann bekomme ich natürlich doch jetzt so ein bisschen Zweifel. Ich erwähne das jetzt erst, weil ich gerade eben mir nochmal das Profil durchgeguckt habe. Und da bin ich nochmal auf dieses Foto gestoßen. Beim ersten Mal habe ich so gar nicht großartig dran gedacht. Aber jetzt auf einmal dachte ich mir, Mensch, da war doch irgendwas mit dem Foto, wo er plötzlich Haare hatte. Also ich kann es wirklich sehr schwierig sagen von meiner Seite aus. Man kann wirklich im Prinzip in beide Richtungen denken. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr darüber denkt, weil ich glaube, ihr habt jetzt in diesem Video eine Menge mehr Informationen bekommen, als es damals bei der Aktenzeichen Y-Sendung gab. Gut, dann bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!